Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain hier auf The Nerdern Way of Life mit mir, dem Dre. Ja, letzte Folge haben wir herausgefunden, ich muss noch ganz kurz überlegen, weil die letzte Folge ist für mich schon wieder Tage her. Haben wir, hier genau, wie heißt er? Volgin rausgeholt. Den Man on Fire haben wir rausgeholt. Die Leiche. Das hat sich herausgestellt, dass es Volgin ist. Jetzt sind wir hier auf der Quarantäne-Plattform. Gucken, wie ich hier überhaupt wieder wegkomme. Wahrscheinlich ganz normal einfach ein Heli rufen. Ja, da ist eine Heli-Landeplattform. Alles klar. Rufen wir mal fix einen Heli ran. Und dann gehen wir gleich mal eine Mission an. Ach so, genau. Ich weiß gerade gar nicht, ob sie es wussten. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir das in der letzten Folge mit aufgenommen hatten. Ist das laut. Aber ich hatte genug Ressourcen, um eine weitere Plattform auszubauen. Was ich dann auch gemacht habe. Und die ist fertig. Es fehlt mir bei meiner zweiten FOB jetzt nur noch eine einzige Plattform. Ich glaube für... gucken wir gleich mal. Ansonsten habe ich jetzt beide FOBs fast komplett ausgebaut. Ich sehe gerade, dass ich ganz schön laut bin. Na, mal schauen. Ist immer ein bisschen schwierig. Jedes Mal mit dem Setup hier. Ich muss mir mal vielleicht die Einstellung aufschreiben und dann ausprobieren, wie ich sie am besten mache, damit das auch gleichbleibend ist. Weil jedes Mal an den Dingern da rumdrehen, an den ganzen Knöpfen rumdrehen, dann im Schnittprogramm nochmal was verändern, ist immer ein bisschen tricky. Naja. Ich hatte mir doch mal irgendwo was zu trinken. Steht da. Ja, ich wollte heute ein paar Nebenmissionen abarbeiten. Letztes Mal waren ja auch Nebenmissionen, aber es waren halt gelbe, sprich Story-relevante. Und... Ach du Handwerk. Sind direkt wieder... Ach du Scheiße, sind direkt wieder neue dazugekommen. Und wir hatten ja noch ein paar Kassetten. Siehst du, Tagesbonus. Ich gucke mal erstmal in die Missionsliste, was da jetzt neu gekommen ist. Das interessiert mich gerade mal. Verfluchtes Vermächtnis. Ach genau, das hatten wir schon mal. Okay. Ist für quiet denn jetzt? Geh mal weg. Gut, da kümmern wir uns mal drum. Wir machen jetzt, was war das? Den Elite-Soldaten hatte ich, glaube ich, hier noch. Genau. Das ist die ich jetzt gerne machen würde. Dann waren da noch Jagen. Gab es, glaube ich, noch 2. Und ein paar Gefangene muss ich noch rausholen. Was ja eigentlich immer relativ easy ist. Was waren noch? Gefangene. Ach so, ja gut. Dann, ich hätte gerade mal gucken können. Aber können wir gleich machen. Weil stand ja gerade neue Nebenmission. Schon wieder noch mehr. Ist ja nicht so, als hätten wir nicht schon genug. Nö. Naja. Ich wollte noch irgendwas ansprechen. Vielleicht fällt mir das gleich ein. Ich mache noch mal ein paar Kassetten gleich an. Und dann bin ich erstmal wieder ein bisschen ruhig. Aber wir müssen die ja langsam auch runterhören. Weghören, die Kassetten, ne? Okay. Kann ich die jetzt schon anmachen? Ne, ich kann hier gar nichts jetzt machen. Okay, ich kann mich nur umgucken. Okay. Ach ja. Ja, die wievielte Folge ist das? Jetzt die 78. Ich wollte nämlich noch irgendwas ansprechen. Oh, da sind schon ein paar Dudes. Ist das vielleicht schon der Elite-Soldat? Nee, Shit, wir werden direkt geschossen. Super gemacht. Ja, Sniper, er sieht mich, immer noch. Jetzt nicht mehr, okay. Ich mach mal... Nee, jetzt gerade nicht. Jetzt muss ich mich ganz kurz auf den Kampf konzentrieren. Analysis complete. Du bist nicht der Elite-Soldat. Okay. Ist das ein LKW oder ein Panzer? LKW, ne? Ich würde sagen LKW.
Stimmt, was ich noch ansprechen wollte, was mir gerade eingefallen ist. Ich habe ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass Metal Gear... Yo, komm du mal mit deinem Raketenwerfer an hier. Dass Metal Gear den Preis für Bestes Action-Adventure gewonnen hat. Und es hat aber 2 Preise gewonnen. Und zwar auch noch für den besten Soundtrack, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ich meine, ja, es wird Soundtrack. Man merkt, das ist ein bisschen später schon. Also ich merk's. Und ja, obwohl ich euch den Soundtrack hier im Let's Play leider nicht zeigen kann, weil das ja lizenzierte Mucke ist und die würde wahrscheinlich weggestrikt werden. Und dann müsste ich das Video, dann müsste ich den Ton davon rausrendern, rausschneiden und. Deswegen mache ich es ja nicht an. Aber es ist 80er Jahre Mucke. Und wir hatten, ich glaube, ich hatte euch schon... das ist nicht so gut. Ich hatte euch ja schon ein paar Dings gezeigt, oder genannt zumindest, was denn da so an Mucke ist. Ficken. Ach, ich habe keine Schlafgranaten mit, ne? Die müsste ich mal vielleicht mal wieder einpacken. Nein. Wer schießt denn da jetzt? Das überlebe ich nicht. Direkt die erste Mission nach ein paar Tagen Pause und direkt wieder auf den Sack. Auf den Sack. Aber irgendwie hilft mir Quiet auch nicht, stimmt. Mach mal was, Mädchen. Tu mal was für dein Geld. Wo rennst du denn? Bitch. Okay. Enemy presence detected. The map has been updated. Ja, genau. Kurze Pause dazwischen gewesen. Ich muss erstmal wieder reinkommen, aber... Gute Nachricht für euch, gute Nachricht für mich. Heute ist Freitagabend, ich habe Zeit. Ich kann heute wieder ein paar Folgen am Stück aufnehmen. Sofern meine Technik der mitmacht, fällt mir gerade ein. Wenn wir mal einen Blick drauf werfen. Was? Das ist unfair, ich habe dich ja nicht mal gesehen. Nein. Ah, shit. Hätte klappen können. Ah! Jetzt bewegt er sich denn im letzten Moment weg. Akku, Quatsch. Tank ist leer. Ey, bloß dran denken, gleich Schlafgranaten einpacken. Scheiße, im Ernst jetzt? Ja, wie gesagt, erstmal wieder reinkommen. Furchtbar. So. So, jetzt ist auch Ruhe. Dann, was ist nun? Ich muss meine MU-Bewertung nicht immer ansehen. Ja, Wahnsinn. I don't care. So, danke. Und dann machen wir mal Kassetten an hier. Alter, 24 Stück. Volgan, the Gru colonel, was burned alive with a Shagohod during Operation Snake Eater 20 years ago. Despite suffering severe burns to his entire body, he still clung to life. After you left Seleniarsk, Volgan's body was taken to a research institute in the outskirts of Moscow. But modern medicine couldn't explain why he was still alive. Not that the colonel was any ordinary man to begin with. That constant electric current he had running through his body that he could unleash at will. To be honest, I was always uncomfortable around him. Thought I might get electrocuted just by standing nearby. The institute studying him... Scheiße. Komm schon! Investigating and developing human paranormal abilities. The comatose Volgan was used to further the Soviet Union's research into such abilities. But not long ago, the facility burned to the ground, and Volgan's body was never found among the rubble.
even though the fire started in the room where they were keeping him. This occurred at around the same time you woke up. Ach was. If Skullface was right, and a thirst for revenge can turn a man into a demon and keep the dead alive, then this man on fire who's been coming after us ever since you woke up, well, that just might be what's left of our old friend Volgin. It's not over yet. Back in '64, in Seleniorsk, you brought his plans for a utopia down in flames. That grudge is what's keeping him alive. He's coming too. Roger that. Volgin burned down. A Soviet jumbo passenger jet happened to crash nearby, far away to the north of that hospital in Cyprus. On board the plane was a young boy who was being studied at the same facility. The plane fell to Earth from over 8,000 feet, but the boy's body was the only one not recovered. At almost exactly the time as the crash, Volgin awoke in that facility. According to the Research Institute's documents, the gifts this boy demonstrated included psychokinesis and telepathy. To protect his mind from being inundated with other people's thoughts, he always wore a kind of gas mask. Dann ist das echt... A form of psychic insulation, apparently. We don't know where this boy is, but if Skullface is connected to him, we may cross paths with him yet. You gotta extract him. New age, where nothing we understand about the world makes sense anymore. Don't let your guard down. Dann ist es wirklich Psycho Mantis, weil wenn wir uns erinnern, zurück an Metal Gear Solid 1, erzählt Psycho Mantis ja, dass er die Maske aufhat, weil er dadurch zum... Extraction arrived at Mother Base. Dass er die Maske aufhat, weil er damit die Gedanken, also die Gedankenströme, die auf ihn einprasseln, filtern kann. Tatsächlich Psycho Mantis, okay, krass. Ich meine, irgendwo klar, wer hätte das sonst sein sollen, aber irgendwo auch wieder, okay. Das ist irgendwie geil, weil da treffen jetzt dann irgendwie die alten Sachen, Volgin, mit den neuen, beziehungsweise zukünftigen Sachen, in Form von Psycho Mantis jetzt aufeinander. Und wenn jetzt Eli noch der Typ ist, für den ich ihn halte, weil bis jetzt ist das alles fast so aufgegangen, wie ich mir das gedacht habe. Was ist denn nun? Stay back. It's too dangerous. Hey. Back up, kid. I said no. You have to stay back. Und versucht's einfach nochmal. Das ist ein Magnet oder was? Some things can't be helped. Back to your quarters. What's going on? Shabani. Mayaka 9 Kingo ya Shabani. It's down there. The tank at the bottom is filled with chlorine disinfectant. One whiff and you'll suffocate. Jo, Gasmaske, ne? Don't even. How could you let it fall down there anyway? Sie muss nicht atmen. Also zumindest nicht. Naja. Halt, warum? You go down there and it is over. Boss! Hey! Listen to me! There is no way to recover the body. Ja, nur, die kommt einfach so wieder raus.
What kind of stunt was that? Trying to panic us? Alter. Für das scheiß Hals... Na, egal. Look. Here. Und schmeiß wieder rein. Na gut. Boss, about that AI pod you retrieved from Emmerich's research facility. Guess what we found inside? A corpse. Development project Human. has been added. The pod maintained a low internal temperature the whole time, and very little outside air got in. That would have slowed down Caution, decomposition. heavy mist anticipated. Still, the remains were mostly skeletal. Estimated time of death is between 6 months and a year ago. Put the screws to Huey about it. Listen to the tape. Turns out it was the body of someone we knew very well. Von Dr. Strangelove. Ich würde sagen von Dr. Strangelove. Ich hoffe nicht von... Nee, das kann ja nicht sein. Wenn die Leiche ein Jahr tot ist, kann es ja nicht Boss sein. Boss ist ja 20 Jahre tot. Das ist schon wieder... Hier geht auf einmal so viel Informationen, die auf einen einprasseln. Nee, das ist so... krass. 100 MB Münzen. Ja, interessiert mich jetzt nicht. Wieso ist eigentlich meine Personal... Ich habe immer überschritten. Kann doch nicht sein. Geh doch mal in den Wartebereich oder was. Keine Ahnung. So, wir gehen jetzt hier... Wir rufen jetzt erstmal einen Heli. So, und dann gucke ich mal nach Quiet. Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass sie hier gar nicht mehr ist. What? Kann ich dann Quiet jetzt auch nicht mehr als Begleiter auswählen? Was ist denn nur los? Gucken, ob sie jetzt raufspringt, aber es wäre ja Quatsch. Theoretisch müsste sie jetzt hier wirklich verletzt auf der Krankenstation sein. Sag nicht. Okay. Ach, diese verdammten Pausen immer dazwischen, ey. Ich bin gerade echt überfordert. Wir haben jetzt 19 Minuten. Eine Mission machen wir noch. Und dann gucken wir gleich mal. Was haben wir gerade gemacht? Elite-Soldaten, ne? Ja. Mal schauen. Und nicht eine Kassette gehört. So eine Scheiße. Doch, 2. Stimmt gar nicht. 2 Kassetten gehört. Okay. Alles gut. Aber direkt wieder eine neue dazu bekommen. Boah. Aber die hören wir uns dann direkt mal an. So, mal gucken. Ne. Keine Quiet mit an Bord. Okay. So, Nebenmission. Noch ein Elite-Soldat, natürlich. Komm, was soll's, direkt den nächsten. Na, lande mal da. Und dann nehmen wir Didi mit, wa? Wenn ich jetzt hier schon mal jemand anders auswählen kann als Quiet, dann nehmen wir noch Didi mit. Habe ich eigentlich... Nee, habe ich nicht.
Und wir machen morgen. Genau. Ich wollte irgendwas ansprechen. Ich weiß, jetzt ist schon wieder... Wenn das da... Wo war ich denn? Weiß ich nicht mehr. Doch, nee. Worüber? Ach genau, das... Ja... Mal schauen, ich bin echt mal gespannt, ob Eli... Ne? Mal gucken. Didi hatten wir auch schon ewig nicht mehr mit, wa? Hatte ich nicht sogar für die Horse dieses Einhorn-Dings erforscht? Das müsste ja auch bald fertig sein jetzt. Ach nee, das ist ja nicht online, das ist ja... Aber sollte trotzdem bald fertig sein. Ah, Schlafgranaten, fuck. Na, egal. I will be. So, mal gucken. Kann ich mit ihm eigentlich auch? Nee, kann ich nicht. Ich kann ihn nur wegschicken. Wieso pisst er da gerade irgendwo? Was ist los mit dir? Ich dachte gerade, ob ich hatte gerade überlegt, ob ich vielleicht mit Didi auch die Gegend erkunden kann hier. Also ihn losschicken kann, dass er hier mal gucken gehen soll. Aber das geht anscheinend nicht. So, da lang, ne? Ja, alles klar. Dann gehen wir mal da lang. Ah, jetzt kann ich aber eine Kassette machen. Und zwar die mit Huey. Wollen wir mal checken. Müsste dann ja theoretisch ganz unten sein. Nein. Nein. Nee. 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 Stimmt. Nee. Okay, ist nicht ganz unten. Das Haus des Teufels. Komm, machen wir erstmal das an. So, as if putting me on stage to sing was not enough, Miller even expected me to write the lyrics. He even said he had thought of the title already. Love deterrence. As if he had done the hard part. Deterrence? Love deterrence? Deterrence is... It is when nuclear weapons prevent war, right? I do not see how love fits in. But it was too late to complain, so I just sat and listened to the tape of Miller's backing guitar and the professor's melody over and over again. I guess the melody is more Professor Galvez's creation than Miller's, but on the whole, I think it is actually a good song. First, it goes for your heart with a sorrowful opening, but then you feel revitalized as the song goes on. Miller grew up in post-war Japan. Maybe that is why the song has that kind of balance. Long ago, I heard some Japanese music called enka, I think. It sounded this way, but I wonder why it has to sound sad in the first place. Miller called it love deterrence. Doesn't that mean he had a love song in mind? All I see of Miller and women is the way he fools around with a lot of them at once. But maybe he has had his heart broken too. And what about me? I found myself thinking about Chico and Snake as well. I know Chico has a crush on me, so naturally he should come to mind. But why Snake? He saved me, and I feel indebted to him. But I thought that was all he meant to me. Why does my heart flutter when I think of him? It is embarrassing to be unable to control this emotion. There has to be a way to suppress it, to forget it. But maybe that is what love deterrence is? With that thought in mind, I went to my desk and began to write and write. Just 3 days left until Peace Day. 3 days left until Peace Day? Okay, ich komme da nicht hoch. Okay, vergessen wir das. Was wollte ich sagen? Chico ist in Paz verliebt. Und Paz ist anscheinend in Snake verliebt? Habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Love Deterrence. Liebesabschreckung.
Das ist aber so ein bisschen kitschig auch, ne? Jetzt erst. Okay, nächste Kassette. Ups, nein, ach, scheiße. Mitten im Feld, ja, du komm. Please select a mission. Ach, guck mal, das Ding kann man auch mal an den Start bringen hier. Oha. Ernsthaft? Egal, versuchen. Development unit dispatched. 61%ige Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. Das ist nicht besonders viel. Gehen wir da mal rein. So what were they doing at Nzoya Badia, Baloo? That facility with all the people laid out in rows. The abandoned factory Shabani was held in. It is precisely as you guessed. Black Anna was coding languages into the vocal cord parasites. They infected the subjects with the parasites, then made an incision in the throat to expose the vocal cords. That allowed them to play recordings of a desired language directly to the parasites. And the parasites learned the languages that way. That's some teaching method. I just don't get how a bunch of bugs had the brain power for it. They don't. Do not judge them by human standards. They do not learn as a function of intellect. Then how do they do it? What language the parasites react to is coded into their genes. You could expose the Japanese strain to English for years, and it would never learn the language and react to it. The pronunciation, rhythm, and structure are different. But what about, say, Spanish and Portuguese? Linguistically, the two are very close. Yeah, they're both Ibero-Romance languages. Even so, a Spanish language mating pair exposed to Portuguese will not copulate. Only when they hear Spanish. Only then. And the majority of their offspring will be the same. So it's a literal case of... Subject on board. Leave the rest to us. So, I don't see how the different strains can be created in the first place. Well, among the many thousands of offspring, there may be just a few that react to Portuguese. You're talking about mutations. Correct. Playing the tapes helps to identify the mutant strains. Those specimens are then isolated and bred with one another. From their children, specimens That's the target. strongly to Portuguese can again be selected and bred. Repeating this process creates a strain that reacts solely to Portuguese and never to Spanish. Mutation and selection. No different to breeding roses. So you kept increasing the change over the generations, adapting them to languages from all over the world. Must have taken a hell of a lot of patience. More like patience. Just how many died for this? There's something I still don't get. In order to tell which larvae will react to Portuguese, you'd have to let them develop and then see which copulate. That means you'd need tens of thousands of guinea pigs. There's no way you could do that in a facility that small. For normal, selective breeding methods, you would be right. But there is a more effective selection method when training the vocal cord parasites. Go on. It is not only when mating that the parasites listen for language. Shortly before hatching, larvae display markedly increased activity in reaction to particular language. The active eggs can be identified under a black light. So the eggs that react to Portuguese are selectively placed in the throats of subjects. So you see, narrowing down strains that react to the target language is an effective process. Though I'm sure that even so, many lost their lives to create the various strains. Taken against their will into that dungeon. There are two reasons for playing the tapes for the parasites. One, to isolate the eggs that respond to the target language. And two, to cause... You gonna extract him? ...from the selected eggs to mate. I get how the system works. But why do they respond to language before they even hatch?
It's not like they can mate from inside an egg. It is because the larvae learn the language before hatching. You mentioned that what language the parasites respond to is hard-coded into their genes, and that they don't have the brain power to actually learn a language. But then you say that the larvae at Zoya Badiabulu were learning the languages in the egg. He's coming too. Roger that. Your country is home to a unique songbird. The Japanese bush warbler. Sure, what of it? What a beautiful call it has. But no bush warbler can sing it perfectly at the start. As chicks, they can barely chirp at all. They must learn from their parents and other adult birds. Only then can they sing properly and attract females. So naturally, there are individual differences in each bird's call. Though they start on the same footing, each bird is influenced by its teachers. And the parasites are the same? Like the birds, the parasites have a genetic predisposition towards a particular language. But while in the egg, the larvae's ears are tweaked by listening to the voice of the host. This tweaking ensures that the grown parasites will react better to the host's speech pattern. Why would they have an ability like that? Well, there are distinct regional differences within even the same language. Rare is the language that has no unique dialects. Yes, learning the host's speech pattern before hatching attunes the larvae to whatever twist of pronunciation it will encounter. This adaptive ability is what makes them so formidable. I see. So a language requires selective breeding, but the parasites can learn dialects by themselves. Of course, having the egg-stage larvae listen to the tapes in the factory was not meant to teach them. It was more important to use that trait of theirs to identify the mutated strains. As I mentioned earlier, Is that really accurate enough to use as a weapon? You could wipe out a neighboring ethnic group by accident if their pronunciation is too close. what you say is true. In that sense, they are imperfect as ethnic cleansers. But for his purposes, they are good enough. His objective was not to exterminate any one ethnic group, but to render the world's lingua franca, English, inert. Eieieiei. Okay, ja, ich bin auch noch da. Und ich habe jetzt auch noch was zu sagen. Zwar nicht mehr viel, aber ich habe zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es gefallen hat, Daumen nach oben. Und wir sehen uns, wenn ihr mögt, beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Good dog. Good dog. Schön mit der mechanischen Hand. Ciao.